Hi Leute, heute fangen wir mal mit einem ganz neuen Format an, und zwar geht es hier um Bekleidung und Ausrüstung. Heute starten wir mit dem PEX Frontier One All Seasons Combat Shirt in Pencut und los geht's. Kommen wir zum ersten Eindruck von dem Combat Shirt. Ihr kriegt das hier in dieser Tüte hier geliefert, das Ganze. Die tun wir mal weg. Dann haben wir das Combat Shirt. Ihr packt das aus und denkt euch, verdammt, das ist echt leicht. Das ist echt leicht. Dieser Stoff ist hier so dünn und so, es wiegt quasi nichts. Es wiegt quasi nichts. Ich habe es nicht auf die Waage gelegt, aber es ist nichts. Also ich habe ja ein Combat Shirt von UF Pro, das hat richtig derben, dicken Stoff. Also nicht im Torso-Bereich, sondern an Armen und an Schultern. Das wiegt mit Sicherheit das Doppelte, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Das ist einfach nur super leicht und super, ja, extrem dünn der Stoff. Das wirkt schon mal sehr geil. Ich habe hier eine S bestellt und habe das natürlich sofort angezogen, wie man das so macht. Es ist irgendwie ganz schön groß. Also ich weiß nicht, ob die S vielleicht für mich, ich bin jetzt 1,85 groß, relativ schmal, eher so lauchig. Also es ist schon extrem groß. Ich werde euch jetzt mal ein kleines Video einspielen dazu, dass ihr euch das mal vorstellen könnt, wie das dann aussieht, wenn das an mir dranhängt. Ich habe ja gerade eben angesprochen, dass ich eine S bestellt habe, und eine S passt eigentlich in der Regel so, dass es ein bisschen spannt. Bin jetzt nicht gerade der fetteste, habe jetzt nicht gerade die größten Arme. Hier muss ich sagen, also die S, die wirkt für mich eher wie eine M. Also die Arme sind sehr breit. Gut, das ist bei Combat Shirts eher mal so, dass da sehr viel Platz drin ist. Aber hier, naja, so viel kann ich nicht zulegen, um hier irgendwie halbwegs was auszufüllen. Oder so von der Länge, ich kann das mal rausziehen, das Ganze. Von der Länge ist es auch wirklich sehr lang. Das finde ich natürlich sehr gut, weil man steckt das ja rein, und wenn man sich mal bückt oder mal irgendwie in die Hocke geht, dann will man natürlich nicht, dass sofort am Arsch das Combat Shirt rausgezogen wird und man dann dort mit dem Maucherdekolleté hier quasi seine Mitspieler blendet. Da ist es natürlich, also die Länge ist sehr gut. Sonst finde ich es ein bisschen groß, das Ganze. So, jetzt habt ihr das Video gesehen, wie das an mir dran aussieht. Haben wir es hier wieder auf dem Tisch liegen, das Ganze. Fangen wir mit den Eigenschaften an. Und zwar der Torso besteht aus 65% Baumwolle, 30% Viskose und 5% Elastan. Das ist sehr weich, das Material hier, und auch sehr elastisch, wie ihr hier sehen könnt. Sehr angenehm. Die Arme und die Schulterpartien bestehen aus 100% Polyester und sind hier im Pencut Green Zone. Der Kragen hier ist innen sehr weich mit so einem Fließfutter hier so gefüttert. Das ist richtig geil, das ist extrem angenehm hier das Ganze. Das Einzige, was mich hier beim Kragen mit dem Reißverschluss ein bisschen nervt, ist dieser Kinnschutz. Ist zwar gut, dass es diesen Kinnschutz gibt, ihr kennt das ja wahrscheinlich früher noch als Kinder, wenn eure Mutti euren Fahrradhelm zugemacht hat und eures Kinn mit eingeklemmt hat. Das würde jetzt hier quasi nicht passieren, dass man das Kinn einklemmt, aber, jetzt kommt das Aber, ihr macht es zu. Oh ja, das ist der perfekte Vorführeffekt. Ihr macht das zu, also mir passiert das relativ oft, ihr macht das zu und kommt genau bis hierher. Da müsst ihr quasi so rumfummeln, und das geht jetzt natürlich relativ easy, weil es vor mir auf dem Tisch liegt. Wenn es bei mir dann am Kinn ist, da habe ich keine Augen, da sehe ich das natürlich nicht mehr. Das ist ein bisschen doof. Da hätte man das hier vielleicht einfach die Seite ein bisschen runterziehen können, ein bisschen weiter. Hätte vielleicht das Problem gelöst unter Umständen. Der Reißverschluss ist von YKK oder YKK, keine Ahnung, wie man das ganz genau ausspricht. Und der funktioniert perfekt. Also bis jetzt, ich habe das jetzt noch nie lange, bis jetzt hatte ich noch keinen Hageln oder irgendwas. Also das geht wirklich perfekt, das Ganze hier. An den Arm haben wir hier natürlich Klett für eure Patches. Hier, den machen wir mal lieber ab hier. Ne, lass mal dran. Und ihr habt, wie es üblich ist bei Combat Shirts, hier zwei große Taschen. Das lohnt sich auf alle Fälle. Ich wüsste gar nicht, was ich hier alles reinstoppen sollte. So viel Zeug hätte ich gar nicht. Also sind wirklich riesig hier die Taschen. Ja, sehr schön. Der Reißverschluss an der Tasche, wie auf der anderen Seite natürlich auch, ist auch von YKK. Funktioniert genauso gut wie das am Kinn. Genau, wenn wir weiter runtergehen, haben wir hier eine Tasche für Ellbogenpolster.
Die gibt es auch bei Begadi, kosten knapp 10 Euro. Die kann man dann hier reinstecken. Ich habe jetzt keine, ich komme auch ohne klar, weil ich das hochkrempel meistens, im Sommer zumindest. Hier unten ist dann natürlich noch ein verstellbares Bündchen mit Klettverschluss verstellbar, das Ganze. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist Klettverschluss, das funktioniert wie es soll. Also ich habe jetzt auch noch keine Abnutzungsspuren großartig hier dran. Das werden wir dann in einem Jahr sehen, ob der Klettverschluss sich schon komplett aufgelöst hat. Ich habe zum Beispiel ein Massiv Combat Shirt, da ist der Klett hier komplett ab schon. Das werden wir dann sehen, wie es in einem Jahr aussieht. Bis jetzt sieht es alles noch ganz gut aus. Ich hatte es ab und zu mal beim Review mit dabei und auf 1, 2 Spielen. Ja, bis jetzt hat es noch nicht viel gesehen. Das kommt alles noch. Kommen wir mal zu den Eigenschaften der Materialien. Im Schulter- und im Armbereich ist 50D Polyester verwendet worden. Das ist schnell trocknend, wasserabweisend, nicht wasserdicht, wasserabweisend, winddicht, leicht, robust und atmungsaktiv. Der Torso ist mit 30% Bambusanteilen. Das ist schweißaufsaugend und antibakteriell und beides sorgt für ein gutes Körperklima. Das kann ich auch so direkt bestätigen. Ich hatte es ja jetzt natürlich im Sommer an und ja, ich weiß nicht, wie warm war es, 30 Grad beim letzten Spiel. Ich habe an dem Spieltag natürlich trotzdem geschwitzt, auch wenn das hier natürlich ein bisschen das Ganze verhindern soll, aber in der Mittagspause, wenn man natürlich dann den Plattenträger oder die Weste oder was auch immer ablegt, dann trocknet das Material extrem schnell. Also es hat Begadi extrem gut gelöst, dass das Material quasi ein bisschen aufsaugt, aber dann auch recht schnell wieder abgibt, den Schweiß. Wenn man jetzt nur Baumwolle gehabt hätte, 100% Baumwolle, dann saugt sich das früh einmal voll, das T-Shirt. Und wenn du zu Hause bist und das aufhängst, dann ist es immer noch nass, das Ganze. Das ist hier besser gelöst. Das hat sich bei dem ganzen Spieltag an sich extrem gut tragen lassen, eben weil es einfach so leicht ist und so dünner Stoff. Ich habe das hochgekrempelt, das Ganze, wie ich jetzt wahrscheinlich schon 10-mal gesagt habe. Und das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Was mir ein bisschen fehlt, ist eben zum Beispiel für einen Plattenträger, ist vielleicht hier nochmal irgendwie ein Polster, was man hier reinmachen kann. Da habe ich zum Beispiel bei meinem UF Pro, habe ich zum Beispiel solche Polster, die ich von innen da reinlegen kann. Das macht sich natürlich besser, wenn man wirklich einen schweren Plattenträger trägt. Gibt es ja einige, die müssen da unbedingt Originalplatten reinmachen. Und hier hast du halt nichts. Also hier hast du halt kein... Das ist halt einfach nur dieser dünne Stoff quasi. Und der Plattenträger hängt dann quasi ungepolstert auf deinen Schultern. Je nachdem, was man da für Polster dann hat. Fand ich jetzt nie so extrem schlimm, weil ich bloß meinen Mini-Rig benutzt habe. Das Teil wiegt nichts, die 3 Magazine da vorne drin, das bisschen Gebammel an der Seite, das wiegt alles so wenig. Da habe ich das jetzt nicht unbedingt als störend empfunden, dass jetzt hier oben nichts ist. Wenn man im T-Shirt spielt, ist es nie anders. Die Taschen hier, ja gut, die sind sehr, sehr groß, wie ich ja vorhin schon mal angesprochen habe. So viel habe ich jetzt persönlich gar nicht, was ich da reinstopfe. Ich mache da meistens die Medic-Binden rein und sowas. Ja, da können die halb so groß sein, aber vielleicht gibt es irgendwelche Leute, die da wirklich ihre ganze Verpflegung reinstoppen oder alles reinstoppen, weil sie keine Weste mitnehmen wollen. Da ist natürlich gut, wenn sie groß ist. An dem letzten Spieltag, wo ich eben mit diesem Combat-Shirt war, hat es dann nach dem Mittag rum angefangen mit Regnen. Gut, Regen beim Spiel, mein Gott, wir sind alle keine schönen Wetterspieler, das geht schon. Aber mit dem Ding war es wirklich schön. Also gerade weil eben hier die ganze Partie wasserabweisend ist, das ist nicht sofort durchgesickert. Gut, es waren 30 Grad. Es hat sich jetzt nicht großartig abgekühlt, dadurch ging das natürlich. Also man hätte jetzt auch so nie unbedingt gefroren. Aber das ist ein bisschen abgelaufen. Dann irgendwann drückt es natürlich trotzdem zu den Nähten rein, weil es ja nicht wasserdicht das Ganze. Aber es hat erstmal eine Weile gehalten, das war sehr angenehm. Hier, das ist natürlich, der Torsobereich ist natürlich sofort dann durch, aber trocknet ja relativ schnell wieder. Also das Combat Shirt, als ich dann zu Hause war und das Ganze aufgehangen habe, da war es quasi schon durch die Wärme im Auto wahrscheinlich schon wieder trocken. Hier könnt ihr wahrscheinlich sehen, hier sind schon so ein paar Fäden gezogen. Das ist, weil ich ja eine Teamfarbe dran hatte beim letzten Spiel. Und ja, das ist ein bisschen dumm von mir gewesen. Das habe ich natürlich so rum gemacht, dass der Klettseite natürlich auf der Seite hier ist, damit ich nicht alles, an was ich vorbeirenne, alles einsammle. Und ja, das ist halt hier dann natürlich, reißt das hier alles ein bisschen dann Fäden, das Ganze. Das ist aber typisch. Mein UF Pro Combat Shirt,
das sieht noch viel, viel schlimmer aus. Habe ich schon ein paar Tage länger. Das Wichtigste hat man fast schon vergessen, das Combat Shirt kostet knapp 50 €. Aber dafür kriegt man verdammt viel. Klar, jetzt zum Beispiel meins von UF Pro, wer mein That's My Gear Video gesehen hat, da habe ich ein bisschen was erklärt. Das hat natürlich viel, viel mehr Features. Da wird man jetzt noch ein paar Minuten weiter erzählen, da wären wir noch nie am Ende. Aber das kostet doch einfach knapp 100 €. Also für die Hälfte des Preises, das Ding ist top. Wenn es das früher schon gegeben hätte, wo ich mir mein ganzes UF Pro Zeug geholt hätte ich mir das wahrscheinlich geholt und hätte das andere sein gelassen für knapp 100 €. So, jetzt sind wir mal rausgegangen aus unserer dunklen Halle hier, um euch einfach mal kurz zu zeigen, wie so ein bisschen die Tarnwirkung von dem Pencoat Green Zone ist hier. Dieser Ton, also dieser Farbton ist extrem farbfrisch, muss ich sagen. Wenn ich jetzt meine Hose anhabe, die wirkt ein bisschen dunkler, ein bisschen matter als das hier. Es wird wahrscheinlich einfach am Stoff liegen. Wir können das jetzt einfach mal hier so in das Grün so reinhalten. Ich weiß nicht, ob man das jetzt perfekt sieht. Solche Videos hat man jetzt überhaupt noch gar nie gemacht. Oder wir werfen es einfach mal hier so rein. Die ist ja relativ hell. Wäre jetzt natürlich mit einer Jacke, die komplett aus dem Stoff und aus der Farbe besteht, wäre es natürlich einfacher jetzt zu machen. Hier ist natürlich extrem viel Oliv mit dabei. Ich habe euch das jetzt mal hierher geschmissen, das Combat Shirt. Und der Tom geht jetzt mal mit der Kamera mal ein paar Meter weg, damit ihr seht, wie gut das Ganze tarnt. Gut, das soll es zur Tarnwirkung gewesen sein. Wir wollen jetzt keine großartige Werbung für Pencoat Green Zone machen. Ich hoffe, ihr habt das ein bisschen gesehen, dass es funktioniert, das Ganze. Und jetzt kommen wir zum Outro. So, das war's mit der Produktvorstellung von dem Combat Shirt. Wir werden das jetzt circa ein Jahr lang testen, im Herbst und im Winter dann, weil dafür soll es ja auch ausgelegt sein. Und da sind wir auf alle Fälle mal richtig gespannt, weil das ist schon sehr, sehr dünn, das Ganze. Wir werden dann circa in einem Jahr nochmal ein Video machen, wo wir dann diesen Langzeittest quasi auswerten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo da und einen Daumen und einen Kommentar und was es noch sonst noch so alles gibt. Sonst bleibt nur noch zu sagen, abschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.